Audax Randonneurs Mondejou, das legendäre Superbrevet Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer pure Ausdauer, knappe 7000 Teilnehmer weltweit, fahren von Paris an den Atlantik und wieder zurück, Tag und Nacht im Sattel, in kühlen Nächten und bei glühender Hitze, zwischen Euphorie und totaler Erschöpfung, Faszination Brevetfahren, das ultimative Event aller Randonneure, das Superbrevet Paris-Brest-Paris. Willkommen zu Teil 4, Start der Gruppen B bis J. Haben also jetzt kurz vor 16 Uhr, bin mit dem Auto da in die Nähe von dem Chateau gefahren, habe mein Rad fertig gemacht und fahre jetzt da auf das Gelände vom Chateau de Rambouillet, wo denn um 16 Uhr die erste Gruppe und der offizielle Start der PvP 2023 ist. Paris-Brest-Paris. Ein klasse Jubiläum und allerbestes Wetter. Also besser kann das Wetter kaum werden. Da ist schon die erste Gruppe, oder sind die erste schon durch? Nee. Ja, ich muss noch ein paar Stunden warten. In der Linie muss man rein. Da hinten ist der Bike-Check. Direkt vom Schloss, haben sie ja schön gemacht diesmal. Und dann geht es in den Block hier. Und dann geht das Gerase los. Was haben wir jetzt? Viertel vor 4, ich meine um 4 geht's los. Ist die erste Gruppe dran. Die erste Gruppe, die A-Gruppe, die ist schon vorne in dem Start. Das hier sind jetzt schon die Teilnehmer der Gruppe B, die dann immer einem Helfer von der PvP mit so einem großen Schild, wo dann der Buchstabe der Startgruppe draufsteht, dann folgen und dann so mit 250 bis 350 Leuten da an den Start herangeführt wird. Und dann geht es ja ab 16 Uhr mit der A-Gruppe los, die ist jetzt schon unterwegs. Und jetzt fahren die anderen alle, verdichten sich vorne. Und dann bin ich jetzt mal nach ganz vorne an die Startlinie gegangen und habe mir dann den Start der Gruppe B angeschaut. D'honneur, 107 Français, 107 hikers from France, from France, from France. Ah bah merci, ils sont 107, on les entend pas, hein. Ouais bien, on c'est un peu chaud mais c'est pas très grave. Donc dans cette vague B, il y a également, et on va faire un tonnerre d'applaudissements, 2% de femmes, 2% of women, the women power, ici à Rambouillet. L'âge moyen de cette vague. Also direkt vom Start wird nochmal ordentlich Musik gemacht. Muss ich so ein bisschen runterdrücken hier vom Ton, das ist ja nicht erlaubt, das auszustrahlen. Und nun ist der Start erfolgt, also B-Gruppe. Und nun fahren hier 254 Teilnehmer der B-Gruppe lang. Ganz langsam hier über den Schotter, lassen sich nochmal schön feiern. Und was in den meisten Fahrern vor sich geht, kann man nur erahnen. Die haben sich alle lange vorbereitet auf diese Fahrt hier. Mussten eine aufwendige Qualifikation durchlaufen. Da musste immer alles passen, also die mussten fit genug sein für die Qualifahrten, da musste die Technik mitspielen, da musste einfach alles passen, dass die überhaupt her durften an die Startlinie. Und ja, auf alle wartet nun ein Abenteuer. Und ja, PvP ist wirklich immer ein Abenteuer, man weiß nicht, was passieren wird, ob da wirklich Technik und Fahrer das alles gut mitmachen werden. Jedenfalls von den 254 Leuten, die jetzt hier vorbeifahren, Da sind also 6 Frauen bei.
Und zwei der Frauen haben es nicht geschafft. Eine wird nicht ankommen, die andere ist gar nicht erst gestartet. Der Rest sind dann Männer. Und finnischen werden davon 49 nicht. Der Rest wird also ankommen. Und ja, die ersten Gruppen sind, da stecken sie meist die Leute rein, die also das sehr gut schaffen. Also hier werden viele in knapp über 40 Stunden im Ziel wieder ankommen. In der A-Gruppe sind dann die meisten, die so besonders ambitioniert fahren und das können. Da sind dann insgesamt 250 Teilnehmer drin. Und da werden auch sehr viele unter 40, also knapp über 40 Stunden brauchen. Dann hatte ich mich unten an die Straße gestellt, wo es langsam aus Rambouillet rausgeht, wo man so ein bisschen den Berg hochfährt. Und das ist jetzt die D-Gruppe, die hier an mir vorbeifährt. Und die D-Gruppe sind 268 Fahrer. Davon sind nur 11 Frauen. Und von den 11 Frauen werden 3 das nicht schaffen, der Rest wird schaffen. Und bei den Männern also 257 Männer. Und bei den Männern werden es 58 nicht schaffen. Also zumindest innerhalb der Zeit, des Zeitrahmens. Ein paar werden ins Ziel kommen, aber werden over the time sein. Jede Gruppe wird immer angeführt durch ein Auto und 2 Motorradräder. Und die pacen das ein bisschen runter. Hier sieht man das nochmal, also 2 Motorräder immer, ein Auto. Und die dürfen auf keinen Fall überholt werden. Die werden auch einige Kilometer dann der Gruppe vorwegfahren. Und erst wenn die dann wegfahren, dann darf jeder so schnell fahren, wie er möchte. Und so wird dann jede Gruppe doch einigermaßen gezielt so aus diesem Gebiet von Rambouillet rausgeführt. Das ist schon beeindruckend. Also hier an der Straße, so ungefähr 3 Minuten nach dem Start, sind die denn meistens hier auf der ersten glatten Straße. Und dauert doch einige Minuten, bis denn da 250 bis 350 Fahrer an einem vorbeigefahren sind. Und man guckt in, irgendwie in freudeerfüllte Gesichter guckt man da die ganze Zeit rein. Und wenn hier so die Bewohner sich hier an die Straße stellen, hier oder auf der gesamten Strecke passiert das ja, dass da teilweise nachts die Anwohner sich dann irgendwie Stühle nehmen, ein Tischchen nehmen und dann wie so beim Campen sich an die Straße oder an den Straßenrand dann setzen oder hinstellen und den Fahrern applaudieren. Und die können ja wirklich viele, viele Stunden lang dann sich diese Fahrer hier angucken und dann also diese knapp 7000 Fahrer angucken. Also die nächste Gruppe haben jetzt also 3 Minuten nach 5:30. Also die Quote derer, die das finishen, ist so über die Jahre gesehen, liegt immer so bei 85% vielleicht. Oder ja, so 70-85% grob. Gibt auch mal schlechtere Jahre, wo wahrscheinlich das Wetter da die Abbrecherquote ein bisschen höher ausfallen lässt. Aber dieses Jahr ist das mit dem Wetter eher so, dass das einigen vielleicht zu heiß wird und die deswegen nachher abbrechen. Aber auf keinen Fall wegen schlechterem Wetter oder wegen Nässe.
Ja, alle freuen sich und man grinst halt wirklich in Massen von erwartungsvolle Fahrer rein. Also ist unheimlich schön, da an der Strecke zu stehen. Und unterwegs, also in einigen Checkpoints ist ja wahrlich eine richtige Party. Also da wird man gefeiert, wenn man da reinfährt, als wenn man irgendwie ein Star wäre, so ein Sportstar, der irgendwie als erster ins Ziel kommt. So ist die Atmosphäre bei einigen Checkpoints. Und auch durch einige Dörfer, durch die man nachher fährt, so zu normaler Zeit, stehen dann auch ganze Gruppen da, die da wirklich eine tolle Atmosphäre machen, wenn man durchfährt. Und wenn man hier sieht, das sind also die meisten sind Rennräder. Es sind ja Teilnehmer aus über 70 Ländern und die vielen Sprachen. Das finde ich auch schön. Wenn man fährt, man hört ja dann so viel unterschiedliche Sprachen. Fahren ja doch einige in Gruppen, die sich dann unterhalten in ihrer Sprache. Und wenn man dann zufällig da in der Gruppe mitfährt, ja, dann hört man mal so viele Sprachen, wie die sich unterhalten. Ist ja doch eine lange, lange Zeit, die man da jetzt auf der Straße ist. Und man ist meistens doch umgeben von Radfahrern. Ciao. Bonjour. Bye bye. Arigato. Jetzt haben wir die H-Gruppe. Da will ich mich mal, also bevor man nachher auf die Straße, die aus Rambouillet rausführt, äh, runterfährt vom Schlossgarten, da habe ich mich hingesetzt ins Gras. Also ja, ist leider eine Gegenlichtaufnahme, von daher ist es so ein bisschen verdunkelt, die Teilnehmer. Also da fahren die nachher oben vom Schotterweg auf so einen schmalen Asphaltweg, dann geht's aus dem Tor raus. Bevor die aus dem Tor rausfahren, da sitze ich jetzt im Gras und lass die Hunderten von Räder vorbeifahren. Also die H-Gruppe ist eine große Gruppe, 343 Teilnehmer. Darin sind nur 32 Frauen. Einige, die abgebrochen haben, also nicht angekommen sind. Und bei den Männern sind es 311 Fahrer. Und von den 311 haben 66 mussten abbrechen oder sind nicht im Zeitrahmen angekommen. Ein zu schönes Geräusch. Vor allem, die rollen ja hier alle runter, haben also alle ihren Freilauf knattern. Und später, wenn wir nachher unterwegs sind und nachher richtig Speed haben, dann hat man ja vorwiegend die Abrollgeräusche der vielen Reifen. Mag ich auch zu gern hören. Ja, da sieht man jetzt das Tor.
Da fahren wir alle raus. Das ist der letzte Meter Kopfsteinpflaster. Ab da geht es dann auf den glatten Teer. Und der Untergrund der Strecke ist wirklich 1A. Als wenn die da wirklich vorher einmal durchgeschaut haben und jedes Loch oder sowas, was da war, dann zugemacht haben. Aber ich glaube, da ist die Straße im Allgemeinen so, dass sie einfach für Radfahrer im Dunkeln mit kleiner Lampe wirklich sicher befahrbar ist. Und man dann nicht rechnen muss, dass da irgendwas liegt oder irgendein großes Loch ist. Die nächste Gruppe, wieder mit 2 Motorrädern, war mittlerweile kurz nach 18 Uhr. I-Gruppe ist auch wieder ein bisschen größer, 341 Teilnehmer. Davon sind 24 Frauen. Auch wieder ein paar, die dann nicht schaffen bei den Frauen. Und bei den Männern sind es 317 Starter. Und 79 werden davon nicht im Ziel ankommen oder außerhalb des Zeitrahmens fallen. Einige haben schon die Westen an, also ich habe damit noch lange gewartet und ab dem Moment, wo ich nachher die Weste anhaben werde, werde ich merken, wie warm das wird. Da ist ja dann der Sonnenstand schon deutlich niedriger. Also ich befürchte, da einige haben sich die Weste zu früh angezogen, das wird tierisch warm werden. Und das erste Teilstück, das hat 120 Kilometer bis zum ersten Checkpoint. Da werden die meisten also im Dunkeln ankommen. Bei mir wird es so gegen Mitternacht werden. Also mein Start ist nachher um 19:30 Uhr in der O-Gruppe. Und die letzte Gruppe, die ich mir unten noch angucke, also die J-Gruppe. J-Gruppe auch wieder ein bisschen größer, 340 Starter. Davon 34 Frauen. Bei den Frauen werden 8 nicht ins Ziel einkommen oder aus dem Zeitrahmen fallen. Männer starten 306 hier in dieser Gruppe. Und von den 306 werden 80 aus dem Zeitrahmen rausfallen oder gar nicht ankommen. Unten wird dann immer der Verkehr gesperrt, wie auch unterwegs auf der Strecke, wenn es da größere Straßen gibt, die dann überquert werden müssen, dann stehen da immer Helfer, die entweder den Straßenverkehr stoppen für uns, wenn wir vorbeifahren, oder das war eigentlich das, was ich immer erlebt habe, oder zumindest aufpassen. Und wie hier kann also jeder einfach rauffahren. Da sieht man jetzt die das absperren und allen noch eine gute Reise wünschen.
Und das sind jetzt so die letzten Bilder von den Gruppen, die ich jetzt mir angeguckt habe, wie die losfahren. Ich werde mich jetzt noch irgendwo hinsetzen. Ich habe mal so ein kleines Müsli mitgenommen, dass ich vorm Start nochmal was essen kann. Gerade etwas, was vielleicht nicht so gut mitzunehmen ist. Da habe ich halt Haferflockennüsse mir fertig gemacht und werde mir das gleich, werde das gleich essen. Und dann geht es auch für mich zum Start. Die nächste Gruppe kommt. Und ich fahre jetzt langsam zum Start. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wo es dann auch für mich bis zur Startlinie geht. Tschüss.